Hallo YouTube und willkommen zum heutigen Video. Wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder seine politische Überzeugung verlauten darf. Aber muss das wirklich sein? Sollen wir alle Frau Wagenknechts Beispiel folgen und unsere Ideale selbst in die Politik tragen? Die Frage darf jeder selbst beantworten, aber wir befassen uns heute zumindest mit den Grundlagen, also dem Ablauf einer Parteigründung. Und nun viel Spaß. In einem Land, weit, weit entfernt. Ach nee, halt, wir sind ja hier in Deutschland. Also nochmal. In einem Land, genau hier, wo die Wurst und das Bier fließen und die Bürokratie blüht, erwacht in einigen von uns der Ruf der Politik. Du spürst es, tief in dir. Dieses Kribbeln, das nicht von deinem letzten Döner kommen kann. Nein, es ist der Drang, etwas zu verändern, die Welt zu verbessern. Oder zumindest deinen Kiez. Aber wie, fragst du? Indem du eine Partei gründest, natürlich. Bevor du jetzt aber deine Ich ändere die Welt Cape anziehst und ins Rathaus stürmst, lass uns kurz durchgehen, was du wirklich brauchst, um deine politische Karriere zu starten. Für die Gründung einer Partei ist kein Hexenwerk nötig, aber, und das ist jetzt ein großes Aber, ein paar bürokratische Hürden müssen schon genommen werden. Mach dich bereit für einen Abenteuertrip durch den deutschen Behördendschungel. Aber keine Sorge, wir sind hier, um dich mit einem Schritt-für-Schritt-Plan auszurüsten, damit du diese Reise überstehst und am Ende vielleicht, nur vielleicht, die politische Landschaft Deutschlands ein bisschen aufmischen kannst. Also schnall dich an, greif zu deinem Kugelschreiber und lass uns in die wunderbare Welt der Parteigründung eintauchen. Wer weiß, vielleicht wirst du der nächste große Name in der deutschen Politik. Oder zumindest in deinem lokalen Käseblatt. Okay, Team, bevor wir uns in das bürokratische Labyrinth stürzen, müssen wir bei den Basics anfangen. Der Grundidee und der Zielsetzung eurer zukünftigen Partei. Denn ohne eine solide Basis ist eure Partei wie ein Schiff ohne Kompass. Und wir alle wissen, wie die Titanic geendet hat. Jede große Reise beginnt mit einer schlechten Regierungspolitik, einem genialen Einfall beim Duschen oder vielleicht einem Meme, das viral gegangen ist. Egal, was eure Inspiration ist, der erste Schritt zur Gründung einer Partei ist, diese Idee zu konkretisieren. Fragt euch, was wollt ihr verändern? Was brennt euch wirklich unter den Nägeln? Ist es der Umweltschutz, die Bildungspolitik oder wollt ihr endlich freies WLAN für alle? Ihr müsst eine klare Vorstellung haben, wofür eure Partei steht. Aber erinnert euch, ihr müsst realistisch bleiben. Weltfrieden über Nacht klingt super, ist aber vielleicht ein bisschen zu ambitioniert für den Anfang. Fokussiert euch auf Ziele, die ihr tatsächlich erreichen könnt. Habt ihr eure Idee gefestigt, geht es um die Zielsetzung. Das bedeutet, konkrete Pläne zu schmieden, wie ihr eure Vision in die Tat umsetzen könnt. Es reicht nicht, nur zu sagen, wir wollen die Welt verbessern. Wie genau wollt ihr das anstellen? Was sind eure ersten Schritte? Und ganz wichtig, wie unterscheidet ihr euch von den bisherigen Parteien da draußen? Denkt dran, jede Partei braucht eine klare, verständliche Botschaft. Eure Wähler sollen sofort verstehen können, wofür ihr steht und warum sie euch ihre Stimme geben sollen. Und jetzt, da ihr die Grundlagen habt, seid ihr bereit für den nächsten Schritt. Einen Namen finden, der eure Ideale widerspiegelt und gleichzeitig nicht bei der ersten Google-Suche zu einem peinlichen Missverständnis führt. Aber mehr dazu im nächsten Kapitel. Nachdem ihr nun eine epische Grundidee und glasklare Zielsetzung habt, steht ihr vor der vielleicht größten Herausforderung jeder Parteigründung, einen Namen zu finden. Und nein, die Partei für Sofapolitiker und Kaffeetassenrevolutionäre wird es wohl kaum auf den Wahlzettel schaffen. Die Wahl des richtigen Namens ist entscheidend, denn er ist das Erste, was die Menschen hören, sehen oder über euch googeln werden. Er sollte eure Mission widerspiegeln, einprägsam sein und, ganz wichtig, rechtlich unbedenklich. Hier ein paar Tipps, wie ihr den perfekten Namen findet. Erstens, Brainstorming ist euer Freund. Lasst eure Kreativität freien Lauf und denkt auch an eure Zielgruppe. Wird Oma Erna euren Namen verstehen oder eure zukünftigen Wählerinnen und Wähler? Zweitens, macht den Ruftest. Könnt ihr euch vorstellen, diesen Namen laut auf einer Kundgebung zu rufen? Wenn ja, dann habt ihr vielleicht einen Gewinner. Und drittens, überprüft die Einzigartigkeit. Euer Parteiname sollte nicht nur einzigartig sein, sondern auch nicht zu ähnlich zu den bestehenden Namen aller Parteien. Ihr wollt schließlich nicht, dass eure erste Pressemitteilung eine Unterlassungsklage ist. Und zuletzt, denkt an die Zukunft. Wählt einen Namen, der auch in 10 Jahren noch relevant und repräsentativ für eure Ziele sein wird. Die Brexit-Partei könnte beispielsweise ein Verfallsdatum haben. Sobald ihr euch auf einen Namen geeinigt habt, der all diese Kriterien erfüllt, seid ihr einen riesigen Schritt weiter auf dem Weg, eine ernstzunehmende politische Kraft zu werden. Oder zumindest auf dem Weg, nicht bei jeder Erwähnung eures Parteinamens Lacher zu ernten.
Hey, du fantastischer Wissenssucher. Gefällt dir, was du siehst? Dann lass uns zusammen dieses Abenteuer weiterführen. Ein einfacher Klick auf den Gefällt mir-Button und ein Abo für diesen Kanal öffnen dir die Tür für noch mehr faszinierende Entdeckung. Und weil jeder Held eine Crew braucht, teile dieses Video mit deinen Freunden und lass uns in den Kommentaren wissen, welche Geheimnisse des Universums wir als nächstes lüften sollen. Deine Unterstützung hilft uns, mehr solcher Videos zu drehen. Also worauf wartest du? Werde Teil unserer Entdeckergemeinschaft. Und nun weiter mit dem Video. Herzlichen Glückwunsch! Eure Partei hat jetzt einen Namen, der sowohl inspirierend als auch juristisch einwandfrei ist. Aber es ist eine Partei ohne ihre Mitglieder. Genau, eine ziemlich einsame Angelegenheit. Es ist Zeit, die Gründungscrew zusammenzustellen. Zuerst die schlechte Nachricht. Du und deine multiplen Persönlichkeiten reichen leider nicht aus, um eine Partei zu gründen. Die gute Nachricht? Es gibt da draußen jede Menge Gleichgesinnte, die nur darauf warten, sich eurer Sache anzuschließen. Eure Aufgabe ist es jetzt, sie zu finden. Mitglieder rekrutieren ist ein bisschen wie Dating. Man muss viele Frösche küssen, bis ein Prinz oder eine Prinzessin dabei ist. Oder in eurem Fall, bis ihr genug engagierte Seelen gefunden habt, die bereit sind, mit euch die politische Landschaft umzugraben. Springen wir nun ein kleines Stück in die Zukunft. Jetzt, wo ihr ein paar potenzielle Mitglieder zusammengetrommelt habt, kommt der nächste große Schritt. Die Gründungsversammlung. Denkt an sie als eure politische Geburtstagsparty. Nur dass ihr statt Geschenken eine Menge Papierkram und Verantwortung bekommt. Wichtig ist, dass bei dieser Versammlung alles protokolliert wird und ihr eine Tagesordnung habt. Das mag jetzt vielleicht übertrieben erscheinen, aber glaubt mir, in der Welt der Politik ist ein gut geführtes Protokoll mehr wert als das Schwert Excalibur in einer Ritterrüstung. Aber was schreibt man jetzt in dieses heilige Protokoll? Wer sind die Gründungsmitglieder? Was sind die Ziele der Partei? Wer hat den besten Kuchen mitgebracht? Alles wichtige Fragen, die auf jeden Fall beantwortet werden müssen. Sobald die Gründungsversammlung vorbei ist und ihr offiziell eine Crew habt, seid ihr bereit, den nächsten Schritt zu wagen. Das Bürokratiemonster zu zähmen. Aber keine Sorge, wir packen das gemeinsam an. Im nächsten Kapitel. Gut gemacht, Team. Ihr habt eine Idee, einen Namen und eine Crew, die bereit ist, politische Wellen zu schlagen. Jetzt ist es an der Zeit, dem Bürokratiemonster direkt in die Augen zu blicken. Klingt gruselig? Keine Sorge, wir sind bewaffnet. Mit Wissen und einem Haufen Formulare. Der erste Schritt im Kampf gegen das Monster ist das Zusammenstellen eurer Unterlagen. Ihr braucht eine Satzung, ein Programm und natürlich die Protokolle eurer Gründungsversammlung. Denkt dran, das Bürokratiemonster liebt es, Lücken in eurer Rüstung zu finden, also seid akribisch. Mit euren Unterlagen unter dem Arm ist es Zeit, den nächsten Schritt zu wagen. Die Anmeldung beim Bundeswahlleiter. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt einen Bundeswahlleiter und seine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass ihr alle Voraussetzungen erfüllt, um als Partei anerkannt zu werden. Ihr fragt euch vielleicht, was genau sucht der Bundeswahlleiter in unseren Unterlagen? Nun, er will sicherstellen, dass eure Partei demokratischen Prinzipien folgt, eine ernsthafte Absicht zur Teilnahme an Wahlen hat und nicht nur einfach eine WhatsApp-Gruppe mit ambitionierten Zielen ist. Sobald ihr das grüne Licht vom Bundeswahlleiter bekommen habt, gratulieren wir. Ihr seid jetzt eine offiziell anerkannte Partei. Aber haltet die Sektkorten noch fest, die wahre Arbeit beginnt erst jetzt. Mit der offiziellen Anerkennung in der Tasche müsst ihr euch zunächst auf die erste große Probe vorbereiten, die Wahlteilnahme. Wie bei einem ersten Date, nur dass ganz Deutschland zuschaut. Aber keine Angst, wir bereiten euch darauf vor. Bevor wir uns jedoch den Wahlvorbereitungen und der Öffentlichkeitsarbeit widmen, nehmt euch einen Moment Zeit, um durchzuatmen. Ihr habt das Bürokratiemonster bezwungen, ein Meilenstein, der gefeiert werden sollte. Ihr habt es geschafft, Leute. Eure Partei ist offiziell und jetzt steht ihr vor der ersten großen Probe, der Wahlteilnahme. Es ist wie das Finale einer Talentshow, nur dass die Jury aus Millionen von Wählern besteht und der Preis kein Plattenvertrag, sondern politischer Einfluss ist. Aber bevor ihr in den Wahlkampf stürmt, lasst uns über die Vorbereitung sprechen. Das Geheimnis liegt in 3 Worten: Planung, Präsenz und Persönlichkeit. Fangen wir mit der Planung an. Ihr müsst wissen, wo und wie ihr antreten wollt. Lokal, landesweit, bundesweit? Entscheidet weise, denn jede Ebene hat ihre eigenen Herausforderungen. Jetzt zur Präsenz. In der heutigen Zeit reicht es nicht, nur auf Wahlplakaten gut auszusehen. Ihr müsst online und offline präsent sein. Social Media, Flyer, Wahlkampfveranstaltungen. Nutzt alle Kanäle, um eure Botschaft zu verbreiten. Und dann die Persönlichkeit. Die Menschen müssen wissen, wer ihr seid und wofür ihr steht. Authentizität ist der Schlüssel. Niemand wählt eine Partei, die wie ein Roboter wirkt. Zeigt eure menschliche Seite, eure Leidenschaft für die Themen, die euch am Herzen liegen. Aber was ist mit der Öffentlichkeitsarbeit, fragt ihr. Hier ist Kreativität gefragt.
Denkt an virale Videos, Memes, alles, was Aufmerksamkeit erregt. Aber vergesst nicht, der Inhalt muss König bleiben. Eure Kampagne sollte immer eure Kernbotschaften widerspiegeln. Und schließlich der wichtigste Teil. Bleibt dran. Wahlkämpfe sind Marathons, keine Sprints. Es wird Tage geben, an denen ihr euch fragt, ob es das alles wert ist. In diesen Momenten erinnert euch an eure Mission, das Feuer, das in euch brennt, die Welt oder zumindest einen Teil davon zu verbessern. Also, packt eure Kekse ein, schnappt euch eure Flyer und stellt sicher, dass eure Wahlplakate richtig herumhängen. Die Wahl ist nicht nur eine Chance, sie ist ein Privileg, eine Bühne, auf der ihr zeigen könnt, was in euch steckt. Ihr habt jetzt eine Partei gegründet, ein Team zusammengestellt und seid bereit, bei Wahlen anzutreten. Aber wie bei jedem großen Abenteuer liegen auch hier einige Hürden und Stolpersteine auf dem Weg. Keine Sorge, mit dem richtigen Werkzeugkasten könnt ihr diese überwinden. Die erste große Hürde, die Finanzierung. Ja, Politik kostet Geld. Wahlkämpfe, Flyer, Webseiten, all das geht ins Geld. Aber bevor ihr anfangt, unter Brücken zu tanzen, um Spenden zu sammeln, denkt an die vielen Möglichkeiten. Mitgliedsbeiträge, Spenden, vielleicht sogar Crowdfunding. Seid kreativ, aber immer transparent und gesetzeskonform natürlich. Die nächste Stolperfalle sind rechtliche Herausforderungen. Das deutsche Wahlrecht ist komplex und ohne sorgfältige Planung könntet ihr schnell ins Visier des Verfassungsschutzes oder anderer Behörden geraten. Mein Rat, holt euch einen guten Anwalt, der auf Parteirecht spezialisiert ist. Es ist besser im Vorfeld zu investieren, als später mit juristischen Problemen konfrontiert zu werden. Und dann gibt es noch die internen Herausforderungen. Konflikte innerhalb der Partei, Strategiedifferenzen, Führungswechsel. Politik ist ein heißblütiges Geschäft und Meinungsverschiedenheiten sind normal. Wichtig ist, einen Weg zu finden, konstruktiv damit umzugehen. Etabliert klare Kommunikationswege und Entscheidungsprozesse und vergesst nie, warum ihr angefangen habt. Zu guter Letzt die öffentliche Wahrnehmung. In einer Welt, in der ein Tweet oder ein unvorteilhaftes Foto eure Reputation zerstören kann, ist es wichtig, sorgfältig zu kommunizieren. Bleibt authentisch, aber seid euch der Macht der Worte bewusst. Und vergesst nicht, in der Politik ist der nächste Skandal nie weit weg. Seid also vorbereitet, mit Kritik und Kontroversen umzugehen. Ihr seht, der Weg ist mit Hürden gespickt, aber keine davon ist unüberwindbar. Mit Entschlossenheit, Kreativität und einem starken Team an eurer Seite könnt ihr diese Stolpersteine in Stufen verwandeln, die euch näher an euer Ziel bringen. So, liebe angehende Politikerinnen und Politiker, wir sind am Ende unserer Reise angelangt. Von der ersten Idee bis zur Überwindung der bürokratischen Hürden haben wir alles durchgemacht. Jetzt seid ihr bereit, eure Spuren in der politischen Landschaft zu hinterlassen. Aber bevor wir uns verabschieden, wollen wir euch mit einem Gedanken und einer Frage zurücklassen, die hoffentlich euer Feuer weiter anfacht. Die Politik, das sind wir alle. Jeder von uns kann einen Unterschied machen, egal ob groß oder klein. Es ist die Summe all dieser Aktionen, die unsere Gesellschaft prägt und voranbringt. Also hier unsere Frage an euch, die wir gerne in den Kommentaren diskutiert sehen würden. Wenn ihr eine Partei gründen könntet, welches wäre das wichtigste Thema, das ihr angehen würdet? Und warum? Teilt eure Gedanken, eure Hoffnungen und sogar eure Bedenken. Lasst uns eine Diskussion starten, die vielleicht der erste Schritt in Richtung echter Veränderung ist. Vergesst nicht, politisches Engagement beginnt mit einem Schritt, einem Gedanken, einer Aktion. Seid mutig, seid leidenschaftlich und vor allem seid der Wandel, den ihr in der Welt sehen wollt. Danke, dass ihr diese wilde Fahrt durch den Dschungel der Parteigründung mitgemacht habt. Wir sind schon ganz gespannt, welche politischen Feuerwerke ihr zünden werdet. Also, bis wir uns wiedersehen, behaltet euren Elan, eure Neugierde und am allerwichtigsten euren Sinn für Humor. Denn wer sagt, dass man die Welt nicht mit einem Lächeln im Gesicht ein kleines bisschen besser machen kann? Packt eure Kekse und vielleicht ein paar Konfettikanonen ein und lasst uns gemeinsam für eine hellere, lustigere Zukunft sorgen.